In der heutigen Folge sind wir in Richtung Aschersleben unterwegs und schauen uns dort einige Menhire, Grabhügel und das Ringheiligtum Quenstedt an. Ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder eine kleine Rundreise hier so, ich sag mal grob in Anhalt. Und starten tun wir heute am Schneiderberg. Hinter mir, seht ihr ihn schon? Der Schneiderberg liegt hier in Balberge. Und das ist tatsächlich auch der Namensgeber der Balberger Kultur. Der Schneiderberg in Balberge liegt innerhalb einer Gartensparte und ist ein Grabhügel, der über einen Zeitraum von über 2000 Jahren von verschiedenen Kulturen genutzt wurde. Die Ausgrabungen an diesem Hügel wurden 1901 durchgeführt und in den untersten Schichten wurde das Steinpackungsgrab der Balberger Kultur gefunden. Dieses konnte aber nicht komplett freigelegt werden, da sich direkt darüber ein trigonometrischer Messpunkt befindet. Der Hügel hat eine Höhe von knapp 6 Metern und einen Umfang von 133 Metern. Ursprünglich soll er von einem Graben umgeben gewesen sein, der aber im 19. Jahrhundert aufgeschüttet wurde. Wahrscheinlich wurde er auch erst in der Bronzezeit stark erweitert. Der ursprünglich neolithische Hügel hatte wohl nur eine Höhe von etwa 2 Metern. In der näheren Umgebung soll es noch weitere solcher Hügel gegeben haben, die aber alle im 18. und 19. Jahrhundert zerstört wurden. Der Name Balberge bzw. der Begriff Bal stammt wahrscheinlich vom mittelhochdeutschen Bal oder dem altsächsischen Balu ab, was mit übel, schlecht oder schädlich übersetzt wird. In der näheren Umgebung gibt es auch keine natürlichen Erhebungen, welche die Bezeichnung Berge erklären könnte. Wahrscheinlich wird hier schon in der Ortsbezeichnung auf die Grabhügel Bezug genommen. Möglicherweise wurde der Name von der Kirche erdacht, da es sich um heidnische Plätze handelte. Ja, Funde hier am Berg. Die ältesten sind wohl der Balberger Kultur zuzurechnen. Aber es wurden auch Funde von der Walter-Nienburger Kultur, von der Kugelamphoren-Kultur, glaube ich, und von der Aunjetitzer Kultur gemacht. Also der war über einen langen Zeitraum hier genutzt worden. Ach, das ist ja süß. Jetzt sehe ich erstmal, warum die Steine hier liegen. Und das ist der Eidechsenberg. Die erste schriftliche Erwähnung stammt übrigens von Johann Christoph Beckmann, den ich bereits in früheren Folgen erwähnt habe. In seinem Buch Historie des Fürstentums Anhalt erwähnt er die Balsberge beim Ort Palberge. In der unmittelbaren Umgebung wurden übrigens auch Reste einer spätbronzezeitlichen und früheisenzeitlichen Siedlung entdeckt. Die Funde vom Schneiderberg und seiner Umgebung können im Schlossmuseum Bernburg besichtigt werden. Ja, und hier drin wurde halt so ein Steinpackungsgrab der Balberger Kultur gefunden. Wir reden hier aber von Ausmaßen sowas wie, weiß ich nicht, 1 Meter, was steht hier? 1,50 Meter mal 80 Zentimeter, Höhe 1,10 Meter. Es war eine recht große Deckplatte, aber das Grab an sich eher klein. Ja, tendenziell fällt mir halt schon irgendwie immer auf, dass wenn dann tatsächlich mal irgendwie sowas wie ein Grab gefunden wird, was eindeutig ein Grab ist, dass es dann gar nicht so groß ist, wie diese Bauten, die hier sonst teilweise rumstehen. Naja, für uns geht es jetzt weiter zum Stockhof nach Gröna. Bis gleich. Endlich Sonne. So, wir sind jetzt hier bei Gröna. Und hier ist der Stockhof. Hier wurden tatsächlich die ersten Funde der Bernburger Kultur gemacht. Das ist also unsere Nachfolgekultur der
Balberger Kultur. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, hier inmitten des Gestrüpps müsste der Stockhof zu finden sein. Ja. Ist eher so ein kleines süßes Hügelchen. Und der Stein, der hier drauf steht, wurde durchaus schon von dem einen oder anderen als Menhir eingeordnet, soll aber wohl erst irgendwann deutlich später hier drauf gekommen sein. Der sogenannte Stockhof bei Gröna ist ein Grabhügel der Bernburger Kultur. Hier wurden 1884 Ausgrabungen durchgeführt und Funde, die hier gemacht wurden, bildeten zusammen mit einigen anderen Funden die Grundlage für die Definition eines Bernburger Keramikstils. Der Hügel hatte zum Zeitpunkt der Grabung eine Länge von 30 Metern und eine Breite von 7 Metern. Wahrscheinlich war dieser aber noch breiter. Der ist aber schön glatt. Im Hügel wurde ein Mauerkammergrab gefunden, in dem etliche menschliche Skelette lagen bzw. immer noch liegen. Es wurden sowohl Kinder als auch Erwachsene begraben und teilweise liegen die Skelette eng umschlungen. Die 60 Keramikgefäße, die am Stockhof gefunden wurden, sind ins Schlossmuseum nach Bernburg gebracht worden. Es wurden außerdem zahlreiche Zähne von Hunden gefunden. Ein Toter hält ein Gefäß in den Händen, ein anderer hatte eine Steinklinge in der Hand. Im Hügel selbst wurden weitere Tote bestattet. Eines der Skelette, das wohl aus dem 5. oder 6. Jahrhundert stammt, hatte die beachtliche Größe von 2 Metern. Das scheinen mir hier irgendwie die Überreste, ja, ist Metall drin, von irgendeinem modernen Bauwerk zu sein, was hier wahrscheinlich mal stand. Vielleicht war hier mal einer von diesen Masten, der vielleicht mal direkt hier stand. Auf dieser Satellitenaufnahme von Google Earth ist ein Doppelgrabenwerk der Bernburger Kultur zu sehen, das nur etwa 300 Meter südwestlich vom Stockhof liegt. So, und wir fahren jetzt mal weiter nach Güsten. Da liegt noch irgendwo direkt im Ort der sogenannte Guddenstein. Ich bin jetzt hier gerade von Gröna nach Bernburg reingefahren. Und hier direkt an so einem Kreisverkehr hier noch was Witziges entdeckt. Hat man hier tatsächlich ein bisschen was hingebaut. Sehr süß. Ja, aber das sieht mir irgendwie nicht so ganz nach Naturstein aus. Trotzdem irgendwie schön. So Leute, der Guddenstein hier mitten in Güsten. Also ich kenne ja noch ein Bild, wo der so auf ein paar anderen Steinen so drauf liegt. Sah eigentlich fast aus eher wie ein Dolmen oder so. Aber den hat man in der Zwischenzeit anscheinend wieder aufgerichtet. Hier ist er. Der Guddenstein oder Gudennesstein ist ein Menhir, der zu einem Denkmal umfunktioniert wurde. Er steht innerhalb der Ortschaft Güsten, deren Name wohl von eben diesem Guddenstein kommt.
Aus der Bezeichnung Guddenstein wurde erst Gussteen und später Güsten. Der Stein besteht aus Quarzit, hat eine Höhe von 3,70 Meter, eine Breite von 1,40 Meter und eine Dicke von 58 Zentimetern. Ursprünglich hat er wahrscheinlich etwa 300 Meter nordwestlich des Bahnhofs gestanden. Dort wurde in alten Karten der Flurname Speckseite vermerkt, eine Bezeichnung, die öfters für Menhire in der Gegend verwendet wurde. Er wurde dann zu einem unbestimmten Zeitpunkt hierher versetzt. Es sind wohl auch Überreste von Nägeln im Stein zu erkennen. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Blauen Gans. Das ist auch nochmal ein Menhir in der Nähe von Aschersleben. Ich bin jetzt hier noch an so einem spannenden Turm vorbeigekommen. Da muss ich natürlich auch gleich mal hingucken. Hm. Ich sehe erstmal hier nirgends ein Schild oder so. Ist aber recht gut gelegen. Ich denke mal, das war vielleicht mal irgendeine Art Wachturm oder so. Dieser Turm ist die sogenannte Staßforter Warte. Sie wurde wohl im 14. oder 15. Jahrhundert erbaut und ist die am besten erhaltene Warte von insgesamt 11 Türmen, die einst das Umland von Aschersleben überwachten. Ja, weiter geht's zur Blauen Gans. Kleine Wege. Gutes Zeichen. Ah, tatsächlich. Mein Gespür hat mich nicht verlassen. Die Blaue Gans. Das ist doch ganz schön ordentlich. Dem Bild sah ja irgendwie kleiner aus. Der Menhir Blaue Gans findet sich etwa 4 Kilometer nördlich von Aschersleben in einem kleinen Wäldchen. Er steht wohl noch an seinem Originalstandort und wurde 1945 beim Versuch, ihn zu beseitigen, umgeworfen. Inzwischen wurde er wieder aufgerichtet. Er besteht aus Braunkohlequarzit, ist 1,84 Meter hoch, 1,88 Meter breit und hat eine Tiefe von 60 Zentimetern. An den Breitseiten wurden Nägel eingeschlagen.
Der Begriff Blaue Gans lässt übrigens darauf schließen, dass dieser Stein einst als Gerichtsstein Verwendung fand, denn diese Art Steine wurden häufig als blaue Steine bezeichnet. In der Umgebung wurden Funde von der Linienbandkultur bis zum Mittelalter gemacht. Steht ein bisschen Wasser drin. Schön sieht aus. Vor allem hier schön in der Sonne. Oh, herrlich. Ich liebe es. Ja, das war die Blaue Gans. Ich werde jetzt hier mal noch ein paar Fotos machen. Und dann schaue ich mal direkt nach Aschersleben, denn da steht noch die Speckseite. Ist auch noch ein Menhir. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier am Ortsrand von Aschersleben und hier finden wir noch die Speckseite. Ist auch ein Menhir, der auf einem Grabhügel steht. Speckseite wohl deshalb, weil der so glänzt. Das werden wir ja gleich sehen. Ich denke mal, hier geht's hoch. Nur knapp 6 Kilometer südlich vom Menhir Blaue Gans entfernt, am südöstlichen Ortsrand von Aschersleben, steht ein Menhir, der Speckseite genannt wird. Er krönt einen künstlichen Hügel, der auf einer natürlichen Anhöhe errichtet wurde. Der Stein dürfte noch an seinem Originalstandort stehen, war aber im Laufe der Zeit mehrfach umgestürzt. 1885 und 1932 fanden hier archäologische Ausgrabungen statt und man stellte fest, dass der Stein direkt auf einem Steinpackungsgrab steht. Dieses enthielt keinerlei Beigaben, sodass es nur allgemein in das Endneolithikum bzw. in die frühe Bronzezeit datiert werden konnte. Ja. Wirklich speckig. Sieht er zwar nicht aus. Hier ein bisschen. Der Stein besteht wieder aus Braunkohlequarzit und ist 1,90 Meter hoch, die Breite beträgt ebenfalls 1,90 Meter und die Tiefe ca. 20 Zentimeter. Auch in diesen Stein wurden wieder etliche Nägel eingeschlagen. Weiter geht's zum Ringheiligtum Quenstedt. So, ich bin jetzt hier in der Nähe von Quenstedt. Hier gibt es noch die sogenannte Schalkenburg. Das war mal ein Ringheiligtum. Und zwar ungefähr vor 6700 Jahren. Ist nicht viel übrig, ist auch nicht rekonstruiert worden. Aber ich glaube, da sind trotzdem noch ein paar Sachen zu sehen. Hügel und so weiter und so fort. Schauen wir jetzt mal hin, ob ich das gleich auf Anhieb finde. Hier hinten steht ein dickes Schild. Ich glaube, wir sind richtig. Etwa 1 Kilometer südwestlich von Quenstedt auf einer natürlichen Anhöhe befindet sich die sogenannte Schalkenburg,
ein natürlicher Geländesporn, auf dem einst ein Ringheiligtum stand. Es wird der späten Stichbandkeramik zugeordnet und wurde wohl vor rund 6700 Jahren geschaffen. Das Ringheiligtum bestand aus 5 Palisadenringen, die aus Holzpfählen errichtet wurden. Ja, das ist wie gesagt hier der Überrest von so einem Ringheiligtum. Wird der späten Stichband-Keramikkultur zugeordnet, also etwa 6700 Jahre alt. Das ist schon ordentlich. So, der wurde natürlich auch später noch nachgenutzt. Hier wurden auch, glaube ich, Überreste von der Bernburger Kultur gefunden. Bronzezeitliche Funde, eisenzeitliche Funde. Ja gut, hier auf dem Schild steht jetzt was von 3000 vor Christus und Balberger Kultur 2900 vor Christus. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hinhaut. Aber hier sieht man auf jeden Fall auch noch ein bisschen, was hier gefunden wurde. Also das waren hier so Palisaden aus Holz. 5 Palisaden, wie es aussieht. Hier ist zum Beispiel so ein Gefäß, was gefunden wurde, mit einem Stierkopf. Hier noch ein Gefäß der Schnurkeramik. Hier ist auch nochmal so eine Rekonstruktionszeichnung drauf. Und hier nochmal ein Modell, wie man sich das vorstellt, es gewesen sein müsste. Hier auch nochmal ein Bild von der Ausgrabung. Ich habe mal noch eine Skizze gemacht, wie das hier mit der Ausgrabung aussah. Zeige ich euch jetzt. Der äußere Ring besaß einen Durchmesser von etwa 100 Metern und für die Palisaden wurden einer Rechnung zufolge über 5000 Baumstämme benötigt. Die Palisadenringe waren an 3 Stellen durch offene Torgassen unterbrochen, die möglicherweise astronomischen Zwecken dienten. Das ist ganz schön hoch, das Teil hier. Wenn man hier mal so sieht, wie tief das hier hinten runter geht. (1967 und 1986) wurden hier Grabungen durchgeführt und diese lieferten den ersten Nachweis einer neolithischen Kreisgrabenanlage in dieser Region. Inzwischen wurden weitere solche Anlagen in Sachsen-Anhalt entdeckt. Das Rondell von Goseck und das Ringheiligtum Pömmelte sind 2 Anlagen, die rekonstruiert wurden. Da drüben sehe ich noch irgend so ein Schild. Ich auch gleich noch hin. Schauen, was da noch drauf steht. Abgesehen von einigen Schildern und einem Wall, der aus der späten Bronze- bzw. frühen Eisenzeit stammt, deutet auf diesem Plateau nichts mehr auf seine Bedeutung hin. Es wurden bei den Ausgrabungen auch Gräbergruppen der Balberger Kultur und der Schnurkeramik nachgewiesen. Die Bernburger Kultur errichtete hier später eine Siedlung. In der frühen Bronzezeit wurden Gräber mit reicher Ausstattung angelegt. In der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit wurde der Ort wieder zur Besiedlung genutzt. Der noch vorhandene Wall soll der Überrest einer Befestigungsmauer aus dieser Zeit sein. Auch aus der ausgehenden Eisenzeit wurden hier Befestigungsanlagen nachgewiesen und es wurden etliche Siedlungsgruben, Grundrisse von Häusern, Herdstellen, Keramik und Bronzeschmuck gefunden.
Noch im 16. Jahrhundert wurde das als Wüstung erkannt, als ob es ein Kriegslager gewesen sein soll. Und 1840 soll wohl auch noch was übrig gewesen sein. Okay, war ja doch recht lange. Übrigens habe ich letztens einen Artikel gelesen, in dem es um die Anfänge der Schriftentstehung ging. Im Jahre 1979 wurde in einer Höhle in der Schwäbischen Alb, dem sogenannten Geißenklösterle, eine Elfenbeinfigur ausgegraben. Ihr wurde der Name Adorant vom Geißenklösterle gegeben. Es handelt sich um die Darstellung eines wahrscheinlich menschlichen Wesens mit erhobenen Armen und gespreizten Beinen. Zwischen den Beinen ist ein länglicher Fortsatz zu erkennen, der einen Schurz, Schwanz oder Phallus darstellen könnte. Es könnte hier aber auch eine Geburt dargestellt werden. In die Ränder des Steins und in die Rückseite wurden Kerben eingeritzt. Nach neuesten Untersuchungen könnten diese eine Art Protoschrift darstellen. Auch an anderen Artefakten aus der Schwäbischen Alb wurden solche regelmäßigen Ritzungen entdeckt. So zum Beispiel auf mehreren Mammutplastiken. Das wirklich Spannende daran ist das Alter der Funde. Der Adorant vom Geißenklösterle wird, wie andere Funde auch, auf ein Alter von etwa 40.000 Jahren geschätzt. Bisher stammte der älteste Nachweis einer Schrift aus Mesopotamien und ist etwa 5.000 Jahre alt. Laut den aktuellen Forschungen besitzen die altsteinzeitlichen Zeichensysteme eine vergleichbare Informationsdichte wie die frühesten Formen von Keilschrift aus dem Zweistromland. Wenn Menschen tatsächlich bereits vor 40.000 Jahren so etwas wie Schrift kannten, frage ich mich, wozu diese noch fähig waren. Ja. Ich werde jetzt hier mal noch ein paar Minuten rumgucken. Mal sehen, ob ich noch irgendwas Spannendes entdecke. Und falls nicht, dann sehen wir uns gleich am Verworrene Stein. Das ist mal wieder irgend so ein Menhir, irgendwo mitten auf dem Acker in der Nähe von Hettstedt. Bis gleich. Möglicherweise da auf dem Feld. Gleich rausfinden, ob es das ist. Nee, war nicht die richtige Stelle. Muss doch ein Acker noch eins weiter sein. Naja, ich bin ja hier auch nicht beim Finden, sondern auf der Suche. So, jetzt hier so ein bisschen Marsch an der Ackerkante. Und da hinten dort dürfte der verworrene Stein sein. Gucken. Da sind noch ein paar süße Rehe, die gerade nicht so richtig wissen, was sie von mir halten sollen. So recht, die kann ich alle essen. Da ist das gute Stück. Sieht fast irgendwie ein vergrabenes steinernes Herz aus. Etwa 2 Kilometer östlich von Hettstedt steht der verworrene Stein auf einer Erhebung inmitten eines Ackers. Es handelt sich hier um einen möglichen Menhir, diese Einordnung ist allerdings umstritten. Er besteht aus Quarz, ist 1,20 Meter hoch, 3 Meter breit und 40 Zentimeter tief. Er wurde, wie viele andere der vorgestellten Steine, ebenfalls als Nagelstein benutzt. Ja, aber Nägel? Nägel sehe ich hier aber nicht. Ja, man sieht schon, das ist hier wirklich mehr oder weniger purer Quarz. Verrückt. Ja, das sieht doch aus hier, als wäre es menschengemacht.
Eine Sage berichtet davon, dass bei Gewittern blaue Flammen an diesem Stein zu sehen sein sollen. Jo. Dann geht's weiter. Ich glaube weiter Richtung Gerbstedt. Da steht, glaube ich, noch der Feldpredigerstein oder so ähnlich. Irgend sowas in der Art. Wir sehen uns gleich. Etwas weiter südöstlich steht direkt an der Straße zwischen Hettstedt und Gerbstedt ein weiterer Menhir. Er wird Pfaffenstein oder Feldpredigerstein genannt und er stand ursprünglich etwas weiter im Feld. Bei der Umsetzung wurde wohl ein Skelett entdeckt. Ja, etwa, ich würde sagen so 1,60 hoch. Liegt aber, glaube ich, noch ein ganzes Stück im Boden. Der Stein besteht wieder aus Braunkohlequarzit. Er hat eine Höhe von 1,45 Meter, eine Breite von 55 cm und ist 50 cm tief. Auch hier sind wieder Löcher zu finden, wo möglicherweise einst Nägel eingeschlagen wurden. Auch zu diesem Menhir gibt es eine Sage, die berichtet, dass sich an diesem Stein zwei Mädchen gegenseitig mit Sicheln enthauptet haben sollen. Ja, das war der Pfaffenstein oder Feldpredigerstein. Und wir schauen uns jetzt noch den Heuerstein bei Gerbstedt an. Bis gleich. So Leute, letzte Station für heute und für diese Folge. Und zwar der Heuerstein Gerbstedt. Das ist auch ein Menhir. Die letzte Station für heute ist der sogenannte Heuerstein bzw. Löchriger Stein oder auch Menhir von Gerbstedt. Er steht etwas über 1 Kilometer westlich von Gerbstedt in einem kleinen Wäldchen. Hierher wurde er 1889 umgesetzt, ursprünglich stand er wohl etwa 100 Meter weiter südlich. Und das ist tatsächlich hier ein Lochstein. Das ist ja in unserer Region wirklich extrem selten. Besteht aus Braunkohlequarzit. Bei der Umsetzung wurde ein Steinkistengrab entdeckt. Er besteht aus Braunkohlequarzit, eine Seite ist stark verwittert, die andere recht glatt. Er hat eine Höhe von 1,10 Meter, eine Breite von 1 Meter und ist etwa 35 Zentimeter tief. Heutzutage dient er als Gedenkstein für die Schlacht am Welfesholz. Es handelt sich um einen in unserer Region eher seltenen Lochstein. Das Loch ist wahrscheinlich natürlich entstanden, wurde dann aber künstlich erweitert. Auch in diesem Stein sind noch Löcher von eingeschlagenen Nägeln erkennbar. Auch dieser Menhir wurde bei Beckmann erwähnt. Er beschreibt, dass das Loch wohl erst zu späterer Zeit komplett durchbrochen wurde, sodass man durchsehen kann. Ja Leute, so viel zur heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr in Zukunft mehr davon sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut.